Ever I am. Okay, let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, in Jesus' name we come to you, in Jesu Namen kommen wir zu dir. and we want to thank you that you've given us the grace and woken us up again. Wir danken dir, dass du uns die Gnade gegeben hast und uns ein weiteres Mal geweckt hast. I want to ask you that you would be here now as we open your word, Ich möchte jetzt bitten, dass du jetzt hier mit uns bist, wenn wir dein Wort öffnen, that we might understand it and also the practical applications to our lives. dass wir es verstehen mögen und auch die praktische Anwendung dafür für unser Leben nachvollziehen können. And that it might help us to prepare Und dass es uns helfen möge, uns vorzubereiten and to be more like you. und mehr wie du zu werden. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen. Okay, so we've been looking a lot at these things lately, but here you have the last reform line. Also wir haben das in der letzten Zeit oft angeschaut. Das hier ist die letzte Reformlinie. Okay, based upon all the reform lines. Und die basiert ja auf all den anderen Reformlinien. Okay, and if we were to bring it down to our type reform line from 1989 down to the Civil Sunday Law. Und wenn wir das hinabbringen würden zu unserer Reformlinie von 1989 bis zum zivilen Sonntagsgesetz, was nur ein Typus ist, Okay, you have 9/11 parallel in this way, man. dann hätten wir den 11. September, der parallel ist mit dieser Wegmarke hier. In the line of Moses, you have these two Sunday law crises teaching us about these two times of trouble. Und in der Linie von Mose haben wir hier diese zwei Sonntagsgesetzkrisen, die uns letztendlich diese zwei Zeiten der Trübsal lehren. Okay, and these two times of trouble, right, when you come down to the smaller fractal, are prefig or are a parallel to these two times of trouble, right? Und diese zwei großen Zeiten der Trübsal hier oben, wenn wir sie auf das kleinere Fraktal hier runterbrechen, sind eine Parallele dann zu den beiden Zeiten der Trübsal hier. Okay, and these two times of trouble, right, are being prefigured by the First and Second World Wars. Und diese beiden Zeiten der Trübsal hier sind vorausgestattet jeweils durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Now the pioneers in pamphlets, it wasn't written by Ellen White, but they took Ellen White's writings and they had an understanding back in their time. Und die Pioniere, das war dann nach der Zeit von Ellen White, sie haben jetzt ihre Schriften genommen und dann letztendlich ihr Verständnis über das, was Ellen White da geschrieben hat, niedergeschrieben. Okay, and they were speaking about the end of the First World War. Und sie haben dann über das Ende des Ersten Weltkrieges geschrieben. Okay, Gesprochen. and they believed that this peace that had come here through this League of Nations Und sie haben geglaubt, dass dieser Friede, der dann hier am Ende des Ersten Weltkrieges durch diesen Völkerbund entstand, was to give them this little time of peace to preach the last warning message. ihnen dann diese kleine Zeit des Friedens geben würde, um hier die letzte Warnungsbotschaft verkündigen zu können. And they understood that when which they didn't understand, but they understood when this time of trouble came, the Second World War, it was the end of the world. Und sie haben dann verstanden, dass wenn danach dann diese zweite Zeit der Trübsal kommen würde, dieser Zweite Weltkrieg, dass das dann das Ende der Welt wäre. Okay, so the Second World War, in one sense, is a type of the seven last plagues, right? Also der Zweite Weltkrieg in einer gewissen Weise ist dann ein Typus für die 7 letzten Plagen. Okay, and when we take this line, right, we have the understanding that right here, based upon this fractal, right, and you lay it here, that you have 7 plagues right here. Right? Also wir wissen ja dann, dass wir hier ab dem Mitternachtsruf, basierend auf zum Beispiel dem Fraktal, wenn wir das ausspannen, 7 Plagen dann hier markiert haben. Right, because this portion here would be the second Pharaoh, right, and you have 3 plagues and then you have 7 plagues, right? Denn in der Reformlinie von Mose wäre das ja der zweite Pharao jetzt hier
Und dann haben wir erstmal die ersten 3 Plagen und dann die 7 letzten Plagen sind dann hier. right? Richtig? And the Jews, right, when they put Christ on the cross, what was their last words? Als die Juden Christus ans Kreuz gebracht haben, was waren ihre letzten Worte? Let his blood be upon us, right? Lass sein Blut über uns kommen. So we know that this is the cross right here, at midnight cry, Wir right? stehen ja, dass hier im Mitternachtsruf das Kreuz markiert ist. And what happened to the Jews in the Second World War? Und was ist mit den Juden im Zweiten Weltkrieg passiert? Millions of them perished, right? Also Millionen von denen sind umgekommen. Right? So we understand this is marking the curse that comes upon Seventh-day Adventists who reject the Sabbath at the end of the world, right? Wir stehen, das markiert diesen Fluch, der dann hier über die 7. Tagsadventisten kommen wird, hier am Ende der Welt, wenn sie Christus verwerfen. Right? Richtig? And it was a terrible time, right? That happened back then. Und es right? war wirklich eine schreckliche Zeit, zu der es damals geschah. Okay, so, but the Lord wants us to understand that in our reform line, right, within the confines of the Sunday law, Also der Herr möchte uns hier verstehen lassen in den Reformlinien, und zwar in dem Rahmen des Sonntagsgesetzes. you're going to have these times of trouble being prefigured, Da right? haben wir jeweils diese Zeiten der Trübsal dann vorausgeschattet. Okay, and it's all prefigured by this statute, right? Und das wird alles hier durch dieses Standbild dann vorausgeschattet. Because yesterday we were looking at the seals. You have 1, 2, 3, and then 4, right? Gestern haben wir uns ja auch die Siegel angeschaut. Hier haben wir dann die ersten 4 Siegel markiert. Right, because the fourth seal is paralleling the time period from 538 to 1798. Denn das 4. Siegel ist ja die Parallele von 538 bis 1798. You come to the fifth seal, and you have the little time of peace, right? Und wenn du dann zum 5. Siegel kommst, hast du dann die kleine Zeit des Friedens. And in the sixth seal, what do you have? Und im 6. Siegel, was hast du dann? Second coming, right? Die Wiederkunft. So it's parallel. It wants us to see all these things. So it's taking it down here and showing that when you parallel that the Second World War is really typifying the second coming of Christ, where all the horrors of the punishment come upon those that have rejected Christ, right? Dann halt sehen, wenn man das parallel setzt, dann markiert also ja, das 6. Siegel letztendlich diese ganzen Horrors, die dann kommen über die Gedankenverkehr. All those that have rejected Christ. Für all diejenigen, die Christus verworfen haben. Because in the sixth seal is a shaking of the heavens and the earth, right? Weil das 6. Siegel ist ja die Erschütterung des Himmels und der Erde. Right? Richtig? And when you take this, right, which is this, Und wenn du jetzt hier das hier nimmst, was auch das hier ist, so if we put 1798 here, which waymark is this? wenn wir jetzt hier 1798 hinsetzen, was ist dann das hier? 1833, right? 1833. Where the stars fell from heaven, Wo right? die Sterne vom Himmel fielen. So you just take that and put it here. You have the stars fallen from heaven, Also wenn wir right? das jetzt nehmen und ausspannen, dann haben wir hier dann die Sterne, die vom Himmel fallen. It's the falling away, right? Es ist dieses Wegfallen. Okay, it's the fig tree shaken, right? And all the untimely figs, they fall to the ground, right? Es ist wie der Feigenbaum dort unter dem 6. Siegel erschüttert wird und all die unreifen Feigen, die fallen vom Baum. Okay, but when you come down to this is the final reform line here. Sunday law to the final review, Sunday law to the final review, with a little time of peace in the middle, right? Also hier ist diese letzte Reformlinie hier unten jetzt hier dargestellt. Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung, von der finalen Untersuchung bis, Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung. The little time of peace in the middle, Und dann right? die kleine Zeit des Friedens hier in der Mitte. And we read yesterday, when you get here, right, there's a little time of peace for God's people to escape before the death decree comes, right? Und gestern haben wir gesehen, dass wenn das Ende der Gnadenzeit für alle Menschen kommt,
gibt es eine kleine Zeit des Friedens für Gottes Volk zu fliehen, bevor das Todesdekret kommt. But we know that right here the 7 last plagues begin to pour out, right? Aber wir wissen genau, hier fangen schon die 7 letzten Plagen an zu fallen. Prefigured by 9/11, right? Vorausgestattet durch den 11. September. Buildings came down and then it's held, right? So there's a time of peace, right? Die Gebäude kamen runter und dann wurde es aber sofort gehalten und es fing eine kleine Zeit des Friedens an. Right? Richtig? Okay. So when you understand that, right? Right here, all these trials and that we're going to go through, they're going to be held, but it's prefigured by this, right? There's something profound going to happen here, right, that we haven't fully grasped yet. Also wenn wir das verstehen, dann wird hier um Mitternacht auch irgendwas Bemerkenswertes passieren. Also es wird hier etwas eintreten, aber es wird auch sofort wieder gehalten werden, wie am 11. September. But Wir haben aber noch nicht ganz verstanden, was es ist. when you study prophecy, right, it always teaches us that Satan counterfeits everything that Christ does or is going to do, right? Also wenn wir ja die Prophetie studieren, dann sehen wir, dass Satan alles fälscht, was Christus tut oder sagt. So, for instance, right here, it's been counterfeited by the Pope manifest himself, claiming himself to be Christ, right? Zum Beispiel hier manifestiert sich dann der Papst als Christus und fälscht damit die Wiederkunft. But Christ is not going to physically come until this 7th plague, till the Aber end, right? Christus wird ja nicht physisch erscheinen bis hinab zur 7. Plage, bis zum Ende. So what he does is he counterfeits it just before it happens, right? So people get deceived. Deswegen, was Satan tut, er wird es kurz bevor es wirklich eintritt, dann eine Fälschung einführen, sodass Leute verführt werden können. And that's what we read yesterday. He knows that this is the investigative judgment of the living. He knows that God's people will get their sins blotted out. So he comes and tries to convince them that Christ has already come, right? Also das haben wir gestern uns angeschaut. Satan weiß, dass hier das Untersuchungsgericht an den Lebenden anfängt, dass jetzt Christus dabei ist, die Sünden auszutilgen. Deswegen fälscht er jetzt die Wiederkunft Christi und sagt, Christus ist bereits gekommen. Right? So we know that when this time of peace comes, you have to flee to the refuge. So you got to be in the refuge before this begins, right? Wir verstehen ja, dass wenn Mitternacht kommt, dann müssen wir in die Zufluchtsstadt fliehen und wir müssen hier in der Zufluchtsstadt sein, bevor diese Zeit der Trübsal hier kommt. Who's coming for you? Denn wer kommt dir nach? The destroyer, right? Der Zerstörer. Okay, so I want to look at some of these things today, just give you some thoughts. Ich möchte heute einfach ein paar dieser Dinge mit euch betrachten. So I've put some notes, English and German, into the live stream group. Ich habe jetzt ein paar Zitate hier, Englisch und Deutsch, in die Livestream-Gruppe gepostet. Okay, and the first thing I want us to go to, there's the English quotes that I've posted just on their own. There's a quote from the Book of Education that we're all familiar with. Zunächst einmal möchte ich jetzt mit euch zum Buch Erziehung gehen. Und ich denke, wir sind alle mit dem Zitat vertraut. The English quotes are all in one post, so you just have to read more to get down to it. But Education 179. Erziehung 165.5. Right. Instructions, oder? They're the only notes that I've put there. The quotes are not in the notes. That's what I said, I've posted the quotes underneath. They're in one post. Right? So, the Book of Education 179, it says, "The final overthrow of all earthly dominions is plainly foretold in the word of truth. In the prophecy uttered when sentence from God was pronounced upon the last king of Israel is given the message. Thus saith the Lord, remove the diadem, take off the crown, exalt him that is low, and abase him that is high. I will overturn, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him. The crown removed from Israel passed successively to the kingdoms of Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. God says, it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him. That time is at hand. Today the signs of the times declare that we are standing on the threshold of great and solemn events. Everything in our world is in agitation. Before our eyes is fulfilling the Saviour's prophecy of the events to precede his coming. You shall hear of wars and rumours of wars. Nation shall rise against nation.
kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. So we know that that sign was prefigured by 1848, right? Und wir wissen, dass dieses Zeichen auch durch 1848 vorausgeschattet worden ist. So when we see that sign, the sign prefigured by 1848, the Sunday law, we know that this quote is going to be perfectly fulfilled. Also wenn wir dieses Zeichen sehen, hier 1848, das Sonntagsgesetz, dann wissen wir, dass dieses Zitat sich vollkommen erfüllen wird. And it's speaking about the final overthrow of earthly kingdoms, right? Dann spricht er hier über den finalen Umsturz von aller irdischen Herrschaft oder Königreichen. Okay, so now just go down to the next paragraph. Gehen wir zum nächsten Absatz. The last line says that the world is on the verge of a stupendous crisis. Right? Also der letzte Satz davon, das ist der vorletzte Absatz in dem Zitat. Und der letzte Satz dann steht, dass die Welt am Rande einer gewaltigen Krise steht. Right, just read the last line there, right? So when you see this sign, right, it tells you that the world is on the verge of a stupendous crisis when these things begin to happen. Also wenn du dieses Zeichen siehst, dann kannst du wissen, dass die Welt am Rande einer gewaltigen Krise steht. It says, angels are now restraining the winds of strife, that they may not blow until the world shall be warned of its coming doom. But a storm is gathering, ready to burst upon the earth, and when God shall bid his angels loose the winds, there will be such a scene of strife as no pen can picture. Right? So when the four winds are loosed, such a scene of strife as no pen can picture. Right? Also wenn die vier Winde gelöst werden, dann wird es so eine Szene von Streit geben, wie kein Stift es jemals aufzeichnen vermag. Okay, now technically let's look up here, because here's the final review, the end of the reform line, right? Also hier ist ja die finale Untersuchung, das Ende der Reformlinie. Right? So when this is here. Also die Wegmarke in der Darstellung ist ja hier. So what happens when you get to the final review? What does it say here? Was sagt es hier? Was passiert, wenn du hier zur finalen Untersuchung kommst? Such a scene of strife as no pen can picture, right? Also so eine Szene des Streites, wie kein Stift es aufzeichnen vermag. Okay, but when they make that death decree here, it's going to be much worse, right? Aber wenn sie dann hier dieses Todesdekret machen, dann wird es noch schlimmer werden. It's prefiguring what happened 9/11, such a scene of strife, buildings came down and then it got held, right? Vorausgestattet durch den 11. September, die Gebäude kamen herab, aber dann wurde es gehalten. So it's teaching us that this waymark here is marking, we will see such a scene of strife, but it'll get held, but then it will be loosed right here, because this is where the four winds, according to the second woe, get loosed, right? Also das lehrt uns folglich, dass wenn Mitternacht kommt, dann wird so eine Szene des Streites anfangen, aber sie wird sofort gehalten und wird dann aber hier losgelassen. Und es ist auch markiert durch die zweite Wehe, die ja hier anfängt, wo die vier Winde dann gelöst werden. Right? You see the points, right? Kann ihr den Punkt sehen? So when this happens, the angels hold the four winds, because the last warning message has to go forward, right? Also wenn das hier passiert, dann halten die vier Engel jetzt die Winde, denn die letzte Warnungsbotschaft muss vorwärts gehen. Okay. So okay, I just want to keep the point I was making there. When these things begin to happen, the world is on the verge of a stupendous crisis, right? Bitte haltet vor allem diesen Gedanken in Erinnerung, dass wenn das hier passiert, dann ist die Welt am Rande einer gewaltigen Krise. Okay, we will look at that again in a moment. Da werden wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Go to the next quote I want you to look at, and this thing's from 7 Testimonies 141. Nächstes Zitat, auch hier in der Livestream-Gruppe gepostet, 7T 141.1. It says, never did this message apply with greater force than it applies today. More and more the world is setting it now the claims of God. Men have become bold in transgression. The wickedness of the inhabitants of the world has almost filled up the measure of their iniquity. This earth has almost reached the place where God will permit whom? The destroyer to work his will upon it.
Also die Erde hat fast den Punkt erreicht, wo Gott dann dem Zerstörer erlaubt, sein Werk hier zu tun. The substitution of the laws of men for the law of God, the exaltation by merely human authority of Sunday in the place of the Bible Sabbath is the last act in the drama. When this substitution becomes universal, God will do what? Reveal himself. He will arise in his majesty to shake terribly the earth. He will come out of his place to punish the inhabitants of the world for their iniquity, and the earth shall disclose her blood and shall no more cover her slain. That's the 7 last plagues, right? Also am Ende des Absatzes, das sind die 7 letzten Plagen. So, when they make the Sunday law, what's going to happen? Also wenn sie das Sonntagsgesetz machen, was wird passiert? The Was wird Lord passieren? arises to shake terribly the earth, right? Der Herr wird aufstehen, um schrecklich die Erde zu erschüttern. But we just read, Christ says, hold, 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 until the servants of God are sealed, right? Und wir haben ja gelesen, dass Christus dann sagt, haltet, 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 bis die Knechte Gottes an den Stirn versiegelt sind. So that star, right, that comes down in Revelation 9 to work his will on this earth, the Lord says, okay, you're restrained. You can only do this much, right? Deswegen dieser Stern aus Offenbarung 9, der jetzt hier herabkommt, der jetzt seinen Willen hier auf der Erde ausüben möchte, zu dem sagt er, du bist jetzt eingeschränkt, du darfst nur so und so weit gehen. Okay. So the destroyer, where do we find the destroyer in the Bible? Und wo finden wir diesen Zerstörer in der Bibel markiert? Revelation 9:11, right? Offenbarung 9, Vers 11. So he holds it, but when you get to this way mark, he looses it, but then restrains it again, right? Also er hält ihn hier, aber wenn wir zu dieser Wegmarke kommen, dann löst er ihn und zügelt ihn aber sofort wieder. Because it's typifying the final review when the 7 last plagues pour out, right? Und es schattet hier die finale Untersuchung voraus, wo die 7 letzten Plagen fallen werden. The Lord demonstrates the end by the beginning, right? Der Herr demonstriert das Ende vom Anfang an. Okay, so just like here, who's coming down? Also genau wie hier dann, wer kommt dann hier herab? The destroyer's coming down, Der right? Zerstörer kommt herab. Okay. Next quote from Life Sketches 411. Nächstes Zitat von LS 411.5. Now comes the word that I have said that New York is to be swept away by a tidal wave. This I have never said. I have said as I looked at the great buildings going up there story after story, what terrible scenes will take place when the Lord shall arise to shake terribly the earth. So we just read, right, about the Lord arising to shake terribly the earth. Und das haben wir eben gerade ja gelesen, dass der Herr aufstehen würde, um die Erde furchtbar zu erschüttern. Then the words of Revelation 18, 1-3 will be fulfilled. The whole of the 18th chapter of Revelation is a warning of what is coming on the earth. What was 9/11? Was war der 11. September? It's a warning of what is coming on the earth, right? Es ist eine Warnung gewesen, was über die Erde kommen würde. But I have no light in particular in regard what is to come in on New York. Only I know that one day the great buildings there will be thrown down by the turning and overturning of God's power. From the light given me, I know that destruction is in the world. One word from the Lord, one touch of his mighty power, and these massive structures will fall. Scenes will take place, the fearfulness of which we cannot imagine. Now, we read about the book of education. He says, I will overturn, 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 right? Wir haben das Zitat über das Buch, im Buch Erziehung gelesen. Ich werde umstürzen, umstürzen, umstürzen. Until what? Bis wann? Until he comes, right? Bis der kommt, dem die Krone zusteht. So the perfect fulfillment of that is Babylon, Medo-Persia, Greece, and that's where he comes at the final review, right here, right? Also die perfekte Erfüllung davon ist dann hier auf der Linie Babylon, Medo-Persien, Griechenland und da an der finalen Untersuchung ist, wo er kommt,
zur Zeit von Rom. This is where Christ throws down the censer, said it's done, and the plagues begin to fall, Das right? ist ja, wo Christus jetzt das Räucherfass niederwirft und er sagt, es ist vollbracht und er kommt und die Plagen fangen an zu fallen. So, right here, he's going to overturn, right? Also genau hier wird er umstürzen. Punishment comes, then he's going to overturn. Also eine Bestrafung kommt hier und dann wird er hier auch ein weiteres Mal umstürzen. The final review is just a repeat of this, right? Und, He's going to overturn. und diese finale Untersuchung ist ja einfach nur eine Wiederholung von dieser finale Untersuchung. Er wird hier auch umstürzen. Until he comes whose right it is, and I will give it him, right? Bis der kommt, dessen Anrecht es ist, die Krone zu bekommen und ich werde sie ihm geben. So when you get to this point, the crown is being given to him whose right it is, right? Deswegen, wenn wir zu diesem Punkt kommen, dann wird die Krone demjenigen gegeben, dessen Anrecht es ist. Okay, and the final review right here is prefiguring this close of probation right here, right? Deswegen die finale Untersuchung hier ist ja nur eine Vorausschattung für das Ende der Gnadenzeit hier. When you get to the final review, what are you given? Wenn du zur finalen Untersuchung kommst, was wird dir gegeben, If you're faithful, wenn du treu bist? a crown, Eine Krone. right? When you're given the crown right here, it's prefiguring the day of the Lord. One group is being blessed to get the crown, the other group is being cursed. The punishment comes, right? Wenn du dann hierhin kommst, dann und du die Krone bekommst, das schattet den Tag des Herrn voraus. Eine Gruppe wird gesegnet, die andere wird verflucht. Okay. Next quote, Isaiah of Ages 6:28. Nächstes Zitat aus dem Leben Jesu. Das ist ein bisschen im Deutschen wieder ein bisschen höher. Extra Zitat. Das ist LJ 64224.3. It says, Christ's words had been spoken in the hearing of a large number of people. But when he was alone, Peter, John, James, and Andrew came to him as he sat upon the Mount of Olives. Tell us, they said, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and the end of the world? Jesus did not answer his disciples by taking up separately the destruction of Jerusalem and the great day of his coming. So, what is he putting together here? Also was fügt er hier zusammen? No, it's not what it says. It says the destruction of Jerusalem and the great day of his coming, right? Steht hier die Zerstörung Jerusalems und der große Tag seiner Wiederkunft. Now, I'm not denying that's the end of the world, but that's not what it says, right? I'm being specific, right? Also es ist natürlich das Ende der Welt, aber das ist nicht das, was die Worte hier sagen. Ich möchte hier sehr genau sein. So, we have another quote from I don't have it here that we read from Letters 66. 21 immer. 21 in math, thank you, for 66.6, right? Also wir haben noch ein weiteres Zitat aus 21. Manuscript Releases 66.6. Right, and it has the same beginning, right? That they're on the Mount of Olives and they're asking them, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming? Right? Das Zitat fängt genau gleich an. Sie sind auf dem Ölberg, sie fragen, was ist das Zeichen deines Kommens und wann wird das sein und so weiter und so fort. And he says, see thou these great buildings, right? Und er sagt ja, siehst du diese großen Gebäude dort? Not one stone will be left upon another. Nicht ein Stein wird auf dem anderen zurückbleiben. And then she talks about great buildings in cities, right, getting brought down, Und right? dann spricht sie ja darüber, wie große Gebäude in den Städten niedergebracht werden. Okay, so the destruction of Jerusalem is marked by cities being punished, right, and buildings being brought down. Also die Zerstörung Jerusalems ist also dargestellt durch die Zerstörung der Städte und Gebäude, wie sie niedergebracht werden. And it's a parallel to his second coming. Und das right? ist eine Parallele zu seiner Wiederkunft. Okay. So 9/11 was a type of the day of the Lord, right? Der 11. September war also ein Typus für den Tag des Herrn. But it gets held till the last warning message goes, right? And then it's typifying the 7 last plagues here, right? Aber es wird gehalten, bis die letzte Warnungsbotschaft vorwärts gehen kann und dann fangen die 7 letzten Plagen im Typus an. Right? You can just see the escalation from the first time of trouble to the second time of trouble will be much worse, right? Und wir können also diese Steigerung sehen, hier von der ersten Zeit der Trübsal hinab zur zweiten Zeit der Trübsal und die zweite wird viel schlimmer werden als die erste. Okay, it goes on, it says, he mingled the description of these two events,
Had he opened to his disciples future events as he beheld them, they would have been unable to endure the sight. In mercy to them, he blended the description of the two great what? Crises, right? Also er hat in Gnaden die Beschreibung dieser zwei großen Krisen miteinander vermischt. What did it say that right here? When this happens, the world is on the verge of a stupendous crisis, right? Das haben wir zuvor gelesen. Wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann ist die Welt am Rande einer gewaltigen Krise. And the stupendous crisis is the destruction of Jerusalem. Und diese gewaltige Krise ist dann die Zerstörung Jerusalems. And in the destruction of Jerusalem, who got destroyed? Und in der Zerstörung Jerusalems, wer ist zerstört worden? Jews, right? Juden. Okay. Second World War, who got destroyed? Zweiter Weltkrieg, wer ist zerstört worden? Jews. So it comes right here, but then he holds it because the last warning message, prefigured by August 11th, 1840, right, when it went forward with great power, has got to go forward, right? Also es fängt hier zwar an, aber er hält es dann sofort, denn die letzte Warnungsbotschaft, vorausgeschattet durch den 11. August 1840, muss hier erstmal vorwärts gehen. So he brings the warning, shows them what's about to, confirms what's about to happen, and then gives an opportunity to receive the last warning message. Also er bringt sozusagen die Warnung, er bestätigt durch das Ereignis, was bald kommen wird, hält es dann aber und gibt dann die letzte Warnungsbotschaft. But for the church, deprivation's done, right? Aber für die Gemeinde ist jetzt hier ihre Gnadenstür zu. Okay? And the whole world gets to see what happens to those that despise his truth, because he shows what happens to his church, right? Und die gesamte Welt, die wird dann hier sozusagen ein Zeugnis bekommen, was passiert mit denjenigen, die seine Wahrheit verachten. Okay, so go to Revelation 9, Gehen wir jetzt zu Offenbarung Kapitel 9. verse 13. Offenbarung 9, Vers 13. It says, and the sixth angel sounded, right? And I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. And the four angels were loosed which were prepared for an hour, a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men. So, this four winds, right? Four winds loosed is prefiguring the seven last plagues, right? Also diese vier Winde, die jetzt hier gelöst werden, schatten die 7 letzten Plagen voraus. Right? Richtig? Okay. It says, and the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, of jacinth and brimstone, and the heads of the horses was as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. By these three, by what three? By the fire, the smoke, the brimstone. Also Vers 18, durch diese drei, also durch das Feuer, den Schwefel und den Rauch. By these three was the third part of men killed, by the fire, by the smoke, and by the brimstone which issued out of their mouths. For their power is in their mouth and in their tails, for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt. And the rest of the men which were not killed by these plagues, by these what? Vers 20, sie sind nicht getötet, wodurch? Durch die Plagen. Right? Yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk. Who did that? Vers 20, wer hat das erfüllt? Belshazzar. Belshazzar, right? Der König Belshazzar. Belshazzar's having this feast, and he was doing the exact same thing. He was worshipping these statues of gold and silver, brass and stone and wood,
Er sonst hat ja dieses Fest abgehalten und er hat genau das hier getan. Er hat diese Götzen aus Gold, Silber und so weiter und so fort angebetet. And the finger came and wrote on the wall, many, many tekel ufasin, you're done, right? Und der Finger kam dann und hat an die Wand geschrieben, Mene, Mene, Tekel, Ufasin, du bist erledigt. It says, neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornications, nor of their thefts. So you can see the second woe is typifying the 7 last plagues, but they still have opportunity to repent in that time, right? Wir können hier sehen, die zweite Wehe, sie schattet die 7 letzten Plagen voraus, aber in dieser Zeit haben sie immer noch eine Möglichkeit, Buße zu tun. Okay. In Genesis 41, verse 25, we go there. In Genesis 41, is it actually also now in the notes? Or? No, it's Also Genesis 41, 1. Mose 41, Vers 25. there's no Bible verse in the notes, it's just Ja, 25. 1. Mose 41 beginnt in Vers 25 bis Vers 28. It says, and Joseph said unto Pharaoh, the dream of Pharaoh is one. God hath showed Pharaoh what he is about to do. So, question, on this line right here, the top line, where is Joseph standing? Also hier auf dieser Linie, hier der oberen Linie, wo steht Josef hier? No, he's not standing at 9/11. No. Where is Joseph standing? Wo steht Josef? Joseph's not standing here, he's standing before that point, right? Also Josef steht jetzt hier vor diesem Punkt, richtig? Why are you looking like that? Joseph, there's two groups, right? In the Sunday law, this is the church, right? Also im Sonntagsgesetz, wenn das jetzt hier die Gemeinde ist, You've got the first group that goes through their test here, and then there's a little time of peace here, and then the second group go through their test. also da haben wir die erste Gruppe, die ja hier zur 9. Stunde kommt, und dann haben wir die zweite Gruppe, die durch ihren Test kommt und dann hier stehen wird. No, it's paralleling the same event, but it's not the same place, right? Also die 9. Stunde ist eine Parallele hier zur finalen Untersuchung, ist aber nicht derselbe Platz, also nicht derselbe Punkt. Joseph is not standing at the final review that's marked here, right? Josef steht hier nicht an der finalen Untersuchung, was hier markiert ist. And if you think that, then you've really not been paying attention to anything that we've been doing over the last couple of months. Und wenn du das denkst, dann hast du nicht wirklich aufmerksam zugehört über die letzten Monate. Remember, Joseph, right, when he gets brought out of the prison, right, he's given the garment and he now does the triumphal entry, right? Denk dran, als Josef aus dem Gefängnis gebracht wird, ihm wird dann das Gewand verliehen und er hat dann diesen triumphalen Einzug. And the triumphal entry leads you down to where? Und der triumphale Einzug führt dich wohin hinab? Go on, and the triumphal entry, where did it lead? Where does it lead to? Yes, it leads to the cross, it leads to the close of probation, right? Es führt dich hinab zum Kreuz, zum Ende der Gnadenzeit. Okay, because when Christ gets, just before he gets to the gates of the city, it says, there's still opportunity for them, right? Denn es ist ja kurz bevor Christus zu den Stadttoren kam, gab es immer noch Möglichkeit für die Juden Buße zu tun. Right? But when he went through those gates, it said when the sun gone down, was done, right? Aber als er dann durch diese Tore kam, als die Sonne herniederging, dann war es zu Ende. And what did he do? Immediately then, what did he do? Und was hat er dann sofort gemacht? No, he did that the next day. He went into the temple, right? And says, your house is left unto you desolate, right? Das was also the next day. Okay, but it's the very next point, that's the next morning, right? Also das nächste, was er dann getan hat, am nächsten Morgen ist er in den Tempel gegangen und hat den Tempel gereinigt. And then they put him on the cross, right? It's all marked in this waymark right here. Und dann haben sie ihn ans Kreuz gebracht, das markiert hier diese Wegmarke. Oh, remember now? Erinnert ihr euch? So Joseph, right, represents... Just move that out the way. Ich werde das hier erstmal jetzt aus dem Weg tun. Other way around. Ah, excuse me, sorry.
Joseph is standing at the 9th hour, Josef steht ja hier zur 9. Stunde. right? And he says it's going to come 7 years of plenty, followed by 7 years of famine, right? Er sagt, es kommen jetzt erstmal 7 Jahre der Fülle, gefolgt von 7 Jahren der Dürre. Right? And it's teaching us this principle right here when the Lord brings this warning. Got 7 years of plenty, followed by 7 years of famine, right? Das lehrt uns ja hier dann das Prinzip, dass du hier in der kleinen Zeit des Friedens 7 Jahre der Fülle hast und dann in der Zeit der Trübsal 7 Jahre der Dürre. And 7 years of famine, that's why it says very clearly, is the 7 last plagues, right? Und 7 Jahre der Dürre, sagt Ellen White sehr deutlich, sind die 7 letzten Plagen. These are principles of repeating patterns, right? Das sind Prinzipien von sich wiederholenden Mustern. But go back to Genesis 41, Aber gehen wir jetzt zurück zu 1. Mose 41, verse 25. Vers 25 bis 28. And Joseph said unto Pharaoh, the dream of Pharaoh is one. God hath showed Pharaoh what he's about to do. What he's what? About to do, Also right? Gott hat dem Pharao gezeigt, was er dabei ist zu tun. The 7 good kine are 7 years, and the 7 good years are 7 years. The dream is one. And the 7 thin and ill-favoured kine that came up after them are 7 years. And the empty years blasted with the east wind shall be 7 years of famine. This is the thing which I have spoken unto Pharaoh. What God is about to do, he showeth unto Pharaoh. Right? So, Bis Vers 28. we can take this, right? This from here to here is 7 thunders, right? Also wir können das jetzt hier nehmen, von hier bis hier sind ja 7 Donner, richtig? Right? And if we take it and bring it down here, what you got here is the 9th to the 6th hour, right? Und wenn wir das jetzt hier nehmen und dann hier ausspannen, hätte man jetzt die 9. Stunde hier und die 6. Stunde hier, richtig? And Joseph is standing there telling Pharaoh what's about to happen, right? Und Josef steht jetzt hier und er sagt dem Pharao, was dabei ist zu geschehen. Right? And he's telling him this 7 years of famine is about to come upon you, Und right? er sagt dem Pharao dann stehend hier, was hier kommen wird, dass nämlich hier die 7 Jahre der Dürre kommen wird. Okay? But when you bring line upon line together and you bring all the evidence together, this event here is what confirms and makes Joseph's prediction valid, right? Aber wenn wir Linie auf Linie zusammenbringen, dann ist es hier dieses Wegmark, dieses Ereignis, das die Vorhersage von Josef gültig macht und auch glaubwürdig macht. What gave the Millerites validity to what they're prophesying? Also was hat den Milleriten diese Gültigkeit gegeben in dem, was sie vorhergesagt haben? August 11th, 1840, right? Der 11. August 1840. So whatever they were saying now, people were sitting up and taking notice, right? Was immer sie dann danach gesagt haben, da haben die Leute immer hingehört. When the whole earth is filled with the glory, it's marked by an event that the Lord holds. Now they prophesy and warn what's about to come. Wenn die Right? ganze Erde mit der Herrlichkeit erfüllt wird, ist durch dieses Ereignis, was der Herr dann halten wird hier, und dann werden sie Weissagen über ein Ereignis, das kommen wird. Right? Richtig? So John is stating it the same way as Joseph knew just line upon line. It's always just line upon line, Marius. So always you bring in the fractals, but you can't say the fractal, when you take the whole line, you can't put the fractal at the same place. It has to go where it is, right? Also Johannes steht ja hier Linie auf Linie dann zur selben Zeit, wo Josef steht. Und es ist immer nur Linie auf Linie. Du kannst jetzt nicht das Fraktal nehmen und dann hier hinsetzen, sondern das Fraktal ist dann hier. It's repeating patterns, Das right? sind wiederholende Muster. Okay? So you've got to bring them all together and put the pieces of the puzzle together, and it's when you bring all the truth, it's teaching us exactly how things are going to be laid out. Also wir Right? müssen das alles zusammenbringen und dann sehen wir genau, wie sich das alles dann abfolgen wird. Okay, so it says that the 7 years of famine are going to be brought about by an east wind, right? Und sagt es ja, dass die 7 Jahre der Dürre durch einen Ostwind herbeigeführt werden. Typified by the second woe, right? Vorausgestattet durch die zweite Wehe. Because the second woe is where the 4 winds are loosed, right? Denn die zweite Wehe ist ja der Punkt, wo die 4 Winde gelöst werden. And we just read in
Revelation 9 that the second war is fire and brimstone, right? Wir haben ja gerade in Offenbarung 9 gelesen, dass die zweite Wehe Feuer und Schwefel ist. Which is plagues, right? Und die Bibel sagt, das sind Plagen. And it's punishing those that worship idols of gold and silver and stone and wood, right? Und das bestraft diejenigen, die Götzen anbeten aus Silber, Gold, Holz, Stein und so weiter und so fort. So, go to Genesis chapter 19. Gehen wir jetzt zu 1. Mose 19. 1. Mose 19. Verse 24. Und dann Vers 24. It says, Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of where? Heaven. Came from heaven, right? Also das Feuer und Schwefel kam aus dem Himmel. So it's the punishment that came upon Sodom and Gomorrah was fire and brimstone out of heaven, right? Also die Bestrafung, die über Sodom und Gomorra kam, war Feuer und Schwefel aus dem Himmel herab. And it says, And he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground, right? Vers 25 noch. So he's destroying the cities, right, with Also fire er and brimstone. zerstört jetzt hier die Städte mit Feuer und Schwefel. Go to Jude. Book of Jude, chapter. Just go to Jude. It's only one chapter. Wir gehen jetzt zum Judasbrief. Okay. Verse 7. Judasbrief, Kapitel 1, Vers 7. It says, Even as Sodom and Gomorrah and the what? The cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Right? So, why were they destroyed? Warum sind sie zerstört worden? What does it say? Why were they Was destroyed? sagt es hier? Fornication. For the fornication and Strange flesh. strange flesh, right? Yes. Now, strange flesh, right, is sodomy, right? It's very clear that the Bible explains. Also fremdes Fleisch ist diese Sodomie, das ist sehr deutlich. When you go to the story of Lot, when they surrounded his house, it's marking this point right here, right? Aber wenn wir zur Geschichte von Lot kommen, da umlagern sie ja das Haus hier. It's like the surrounding of Jerusalem, right? So wie die Umlagerung Jerusalems. Okay? So, when Satan, after the 1,000 years, which is prefigured in this time, after the 1,000 years, Satan surrounds Jerusalem, what happens? Und die 1000 Jahre können wir auch hier reinsetzen und am Ende der 1000 Jahre umlagert er Jerusalem und was passiert dann? Fire comes down from heaven and devours it, right? Feuer kommt vom Himmel und verzehrt sie dann. What happens to those Sodomites that surrounded Lot's house? Was ist mit den Sodomitern passiert, die Lots Haus umlagerten? Fire came down from heaven and devoured it, right? Feuer kam vom Himmel und hat sie verzehrt. And in Romans chapter 1, the Sodomites are likened unto foolish virgins, right? Und in Römer Kapitel 1 werden die Sodomiter mit den törichten Jungfrauen verglichen. Okay. Let's talk about homosexuality, Man right? spricht da über Homosexualität. Right? And do we have a movement trying to uphold gay rights and all this at the moment, right? Dann haben wir nicht hier eine Gruppe in der Bewegung, die letztendlich diese Schwulenrechte aufrechthalten möchte und so weiter und so They fort. become a political movement, they're upholding gay rights, they're pushing Black Lives Matter and all that sort of, it's satanic nonsense, right? That's what it is. Also sie sind eine politische Bewegung geworden, sie halten die homosexuellen Rechte hoch, sie treiben dieses schwarze Leben, machen einen oder sind wichtig, diese Bewegung Black Lives Matters voran und so weiter und so fort. Okay, it's all evil, all of it. It's all designed to cause division and strife, etc., etc. Das Right? ist alles vom Bösen, es ist alles dazu da, um letztendlich Streit und Trennung und all solche Sachen herbeizuführen. So, Sodom and Gomorrah, the punishment of Sodom and Gomorrah
is a type of the punishment upon the cities, right? Deswegen die Zerstörung von Sodom und Gomorra ist einfach eine Typus für die Zerstörung der Städte hier am Ende der Welt. Now, go to Isaiah chapter 1, Gehen wir jetzt zu Jesaja Kapitel 1. verse 7. Jesaja 1, Vers 7. It says, your country is desolate, your cities are what? Also euer Land ist verwüstet und eure Städte sind was? Burned with fire. Sie sind mit Feuer verbrannt. Your land strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers. And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city. Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Right, so the fact that a little remnant is left, right, but it says that the rest are like Sodom and Gomorrah. Ich Right? habe das neu gelesen. Also es gibt einen kleinen Überrest, der noch übrig geblieben ist, aber der Rest ist wie Sodom und Gomorra geworden. Because the cities got burned with fire, right? Weil die Städte mit Feuer verbrannt worden sind. And now it gives the warning, for the day of the Lord of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up, and he shall be brought low. And upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan, and upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up, and upon every... Oh, excuse me, I jumped. Also wir sind mittlerweile in Jesaja 2 angekommen. Isaiah 2, verse 12, excuse me. Jesaja 2, Verse 12 bis 16. Okay, right. It says, for the day of the Lord of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up, and he shall be brought low. So this is a warning that's now been given, right? Also das ist jetzt eine Warnung hier, die gegeben wird. So in Isaiah chapter 1, the cities have been burned with fire, but there's a very small remnant left, right? Also in Jesaja 1, die Städte sind mit Feuer verbrannt, aber es gibt noch diesen kleinen Überrest, der übrig geblieben And ist. now there's a warning being given about what's going to come, right? Und jetzt wird noch eine Warnung gegeben über das, was kommen wird. Verse 13. Weiter mit Vers 13. And upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan, and upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up, and upon every high tower, and upon every fenced wall, and upon all the ships of Tarshish, and upon all the pleasant pictures. So every high tower and every ship of Tarshish is going to be brought down, right? Also jeder hohe Turm und jedes Tarsisch-Schiff wird niedergebracht werden. What happens in the book of Jonah right here? Also was ist hier im Buch Jona passiert? Yeah, this great storm comes, right? Da kam dieser große Sturm. Okay, so this great storm is this great crisis. It's these 7 years of famine, right? Also dieser große Sturm ist diese große Krise, es sind diese 7 Jahre der Dürre. And what are those men doing in that time period? Und was machen diese Männer in dieser Zeit? They are throwing all their wares into the sea to try and help solve the problem, right? Sie schmeißen dort die ganze Ware in das Meer, um letztendlich zu versuchen, irgendwie das Problem zu beheben. What do ships represent? Und was stellen Schiffe dar? Commerce, finance, right? Also Handel und Finanzsystem und so weiter. Okay, and the ship that Jonah's on is the ship going to Tarshish, right? Und das Schiff, auf dem Jona sich ja befindet, ist ein Tarsisch-Schiff. So, what is prefigured here is pointing forward to what's going to be manifested greatly when you get to this Weimar, right? Also was hier dargelegt ist, wird sich hier im großen Maß manifestieren, wenn wir hier hinkommen. So in Isaiah chapter 1, it's talking about something that's just happened, and he's now warning about what's about to happen, right? Jesaja Kapitel 1 spricht über etwas, was gerade passiert ist, und er warnt dann, was noch kommen wird. Now, Isaiah is pointing forward to the investigative judgment, right? Jesaja weist ja vorwärts auf das Untersuchungsgericht hin. Because in the first 5 chapters, he's given this warning, and he gets to chapter 6, and he says,
woe is me, right? In den ersten 5 Kapiteln gibt er diese Warnung und dann kommt er zu Kapitel 6 und sagt dann, weh ist mir. Right. So we know that the investigative judgment marked in Daniel chapter 7 is where the thrones are set down and the thrones are placed and the books are opened, right? Und wir verstehen ja, dass das Untersuchungsgericht in Daniel Kapitel 7 so dargestellt wird, dass die Throne aufgestellt werden und die Bücher geöffnet werden. But what is that prefiguring? Aber was schattet das voraus? He that is unjust, let him be unjust still. He that is filthy, let him be filthy still, right? It's the close of probation, right? Es schattet das Ende der Gnadenzeit voraus, wo dann der Ruf ergeht, der gerecht ist, sei fernerhin gerecht und derjenige, der ungerecht ist, sei fernerhin ungerecht. It marks the point where it's too late to change and everything's written in that book and now all the judgment's been brought upon you, right? Markiert den Punkt, wo es zu spät sein wird, sich noch zu verändern. Die Bücher werden geöffnet und da steht dann alles drin. So in our line, all those that are in open rebellion right here, they get passed by, right? The probation closes. Also in unserer Linie, wenn wir hierhin kommen, alle, die in offener Rebellion sind, die werden hier übergangen, ihre Gnadentür schließt. And everybody in this movement and everybody around is going to see that happen, right? Und jeder in dieser Bewegung und jeder andere wird es dann auch sehen, dass das hier passieren wird. And it's a warning about what's coming on the earth, right? Und das ist eine Warnung über das, was über die Erde noch kommen wird. Right? We see this clearly now, Kann right? jeder das klar sehen? Okay. Let's just read a couple of these quotes. We haven't got time to go through them all, but if we go to the quotes that I've put in the document, right? Jetzt gehen wir zu den Zitaten, die ich in das Dokument reingetan habe. We'll just go through them in order, right? Und wir werden einen nach dem anderen lesen. It says, in the night season I had a presentation. I did not seem to be in my own home in St. Helena. I thought, awakened in the night with a great noise of cries of distress. So what was she? She was woken in the night and there was cries of distress. Also sie ist hier in der Nacht aufgeweckt worden und es gab dann diese Rufe der Drangsal. Okay, where would we put this? Wo würden wir das hinsetzen? Come on, guys. You're awoken and there's cries of distress. Where do we put this? Okay, did you say that? Sorry. Also du The wirst, necro. sie wacht hier auf und es gibt dann diese Rufe der Drangsal. Wo setzen wir das hin? Am Mitternachtsruf. It's the second time of trouble marked in Luke 21, right? Das ist ja die zweite Zeit der Trübsal, die in Lukas 21 markiert It's a ist. great time of distress and the stars are falling from heaven, right? It's the sign. Eine große Zeit der Drangsal und die Sterne fallen hier vom Himmel. Es ist ein Zeichen. I saw the whole heavens lighted up. There were balls that looked like fire falling, and these balls looked as if full of arrows, and wherever they struck there were great calamities. Houses were set on fire, and no human effort could extinguish the flame. The earth quaked, and homes were falling with a crash. Why could no human effort extinguish the flame? Also warum konnte keine menschliche Anstrengung die Flammen irgendwie auslöschen? Because it typifies the fire coming down from heaven after the 1,000 years, right? Weil es ja dieses Feuer hier vom Himmel vorausschattet, das nach den 1000 Jahren runterkommen wird. What sort of fire does it say comes down? Aber was für eine Art von Feuer kommt denn herab? Was sagt es? Come on, in the punishment after 1,000 years, what sort of fire is it? Was für eine Art von Feuer ist es, die am Ende der 1000 Jahre kommt? Unquenchable. No, unquenchable fire. Also unauslöschbares Feuer. Means you can't put it out, right? Ein Feuer, das nicht ausgemacht werden kann. You can see that this is typifying, because that's what we read in the book of Jude. It's a type of the punishment that comes upon the wicked, right? Und das ist ja hier, was wir im Judasbrief gelesen haben, ist es ein Typus über das, was über die Gottlosen kommen wird. The earth quaked, the homes were falling with a crash. I heard the distressing screeching and praying. There was confusion everywhere. I said to someone, "Do look, that is the most striking representation of what will be in the last day." Revelation 18. Voices were proclaiming the events taking place. Read and understand, for it will surely be.
chapter 19 of Revelation will ere long be fulfilled. And that's the punishment upon Babylon, right? Revelation 18. No, it says chapter 19 of Revelation will ere long be fulfilled. And that's talk about the punishment. Okay. I mean, it's mentioned. Yeah, yes, right? Also Offenbarung 19 wird auch erfüllt werden und da werden zumindest die Bestrafung auch erwähnt. Okay, so it mentions Revelation 18, Revelation 19, and then Revelation 21. Also Right? es wird hier Offenbarung 18, 19 und 21 erwähnt. Sandra? I think the fires at Battle Creek were also unquenchable, or at the sanatorium, I don't know. But the buildings Yes, burned they couldn't put them out, that's right. Also auch wo in Battle Creek dieses Verlagshaus niedergebrannt ist, das war auch nicht auszulöschen, das konnte man nicht löschen. Yeah. There were voices proclaiming the words of these chapters. With great power was the message given. Okay. So, where is the message given with great power? Wo wird die Botschaft mit großer Kraft gegeben werden? Here, you're warning about what's about to come, right? Also hier, 11. August 1840, du gibst jetzt eine Warnung, was kommen wird. Revelation 18, 19, 21 are warnings about what's going to come, right? Offenbarung Kapitel 18, Vers 1 bis 3 sind Warnungen über das, was kommen wird. Okay. Next quote. Nächstes Zitat. In the night I thought, in a room, but not in my own house. I was in a city where I knew not, and I heard explosion after explosion. I rose up quickly in bed and saw from my window large balls of fire jetting out where sparks in the form of arrows, and buildings were being consumed. And in a very few minutes the entire block of buildings was falling, and the screeching and mournful groans came distinctly to my ears. I cried out in my raised position to learn what was happening. Where am I? And where is our family circle? Then I awoke, but I could not tell where I was, for I was in another place than home. I said, O Lord, where am I? And what shall I do? It was as a voice that spoke, Be not afraid, nothing shall harm you. I was instructed that destruction hath gone forth upon cities. The word of the Lord will be fulfilled. Isaiah 29 was repeated. I dared not move, not knowing where I was. I cried unto the Lord, what does it mean? These representations of destruction were repeated. Where am I? In scenes I have represented that which will be, but warn my people to cease from putting their trust in men who are not obedient to my warnings and who despise my reproof. For the day of the Lord is right upon the world, when evidence shall be made sure. Those who have followed the voices that would turn things upside down will themselves be turned where they cannot see, but will be as blind men. These words were given me from Isaiah 30. Now go, write it before them in a what? Table. Where are we to do that? Also wo sollen wir das auf eine Tafel schreiben? Right here, right? Write the vision, make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Also Right? hier wird der Auftrag gegeben, schreibe es nieder, schreibe es auf Tafeln, damit derjenige, der es liest, auch laufen kann. That this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the Lord, which say to the seers, See not, and to the prophets, Prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceits. Next quote. Nächstes Zitat. Maybe we can finish this. Last Friday morning, just before I awoke, a very impressive scene was presented before me. I seemed to awake from sleep, but was not in my home. From the windows I could behold a terrible conflagration. Great balls of fire were falling upon houses, and from these balls fiery arrows were flying in every direction. It was impossible to check the fires that were kindled, and many places were being destroyed. The terror of the people was indescribable. After a time I awoke and found myself at home. I see that the end is near, and I wish to do my work quickly. This morning I awoke at 1 o'clock. I felt very weak, but by claiming the promises of God and by bracing myself in His strength, I have been enabled to write page after page in my diary before daybreak. The word comes to me, Fail not, neither be discouraged. The Lord is your helper, your strength. Put your trust in Him.
and he will sustain you. His light will shine upon your pathway. Look unto Jesus, and you shall not be broken, nor can you be overcome by Satan. I know that the Lord will give us most precious victories. I have this assurance from him, and I will not be disheartened. I am bidden to bear the decided messages the Lord gives me. If men will receive the words of the Lord and will turn from their own ways, if they will choose to be guided and controlled by him, our churches will see of his great power in the baptism of the Holy Spirit. I am to speak plainly and decidedly whether men will hear or whether they will forbear. Which message is that? Welche Botschaft ist das hier? Ezekiel. Ezekiel, right? Right here. Genau hier. Go and tell them whether they will hear or whether they will forbear, right? Geh und sag es ihnen, ob sie hören wollen oder eben nicht. Ezekiel 8. No, 3. I have had many things open to me, but it is not my duty to reveal all that will surely come to those who manifest a spirit to walk contrary to the way God has marked out for them. Everyone will be rewarded according to his work shall be. Next quote. Nächstes Zitat. I think of this city given to beer drinking, card playing, gambling, dancing, and revelries. And if they hear the last message of mercy, they mock the message and the messenger, as in Noah's day, saying, where is the promise of his coming? All things remain as they were from the beginning. When the message has fallen upon their ears of the threatened wrath of God upon the despisers of his mercy, they have mocked at the words of warning. Self-indulgence, love of pleasure, and sin so engross their minds that they care for none of these things. The dwellers in Copenhagen will be awakened only too late, as were the dwellers in Sodom. As they awoke in the morning of that eventful day, when the retributive judgment of God fell upon the wicked city, they thought to commence a day of godless riot, when suddenly from the sun shining in the heavens were hurled balls of fire upon the doomed capital. What a scene of misery and screams of anguish and distress was that day of retributive judgment. So how was the city destroyed? Also wie wurde diese Stadt zerstört? The same way as Sodom, right? Genau dieselbe Art und Weise wie Sodom. Not by a nuclear bomb, right? Nicht durch eine Atombombe. Why do I say that? Warum sage ich das? Because people in this movement are proclaiming that Nashville is going to be destroyed by a nuclear bomb, right? Leute in der Bewegung hier verkündigen, dass Nashville durch eine Atombombe zerstört werden wird. Was Sodom and Gomorrah destroyed by an atomic bomb? Was mit Sodom und Gomorra sind sie durch eine Atombombe zerstört worden? Is there any new thing at the end of the world? Gibt es irgendetwas Neues hier am Ende der Welt? No, it's a false prophecy, right? Nein, es ist also eine falsche Weissagung. Okay. Last quote. Letztes Zitat. The people of Copenhagen, like the dwellers in Sodom, would wake only when it was too late. She said, as the sun arose for the last time upon the cities of the plain, the people thought to commence another day of godless riot. All were eagerly planning their business or their pleasure, and the messenger of God was derided for his fears and his warnings. Suddenly, as the thunder peal from an unclouded sky fell balls of fire upon the doomed capital, so shall also the coming of the Son of Man be. Amen? Mhm. So, much more we need to study upon this topic, right? Wir müssen noch viel mehr über dieses Thema studieren. But what we can see is this pattern, right? About this time of peace. Aber was wir sehen können, ist dieses Muster über diese Zeit des Friedens. The Lord's going to bring it right here to give you a foretaste of what's coming. Der Herr wird es also einmal hier bringen, um dir einen Vorgeschmack zu geben, was kommen wird. It's going to confirm the messengers and the message. Es wird die Botschafter und die Botschaft bestätigen. It's going to allow the message to go forward with great power. Und es wird dann der Botschaft die Möglichkeit geben, hier in großer Kraft vorwärts zu gehen. And warn them about what's about to come, right? Um letztendlich die Warnung auszusprechen über das, was kommen wird. But we see how they're going to accept that warning, right? Und wir sehen ja bereits schon, wie die Leute diese Warnung aufnehmen. But you got to give them it, whether they will hear or whether they will forbear, Aber du right? musst diese Botschaft dennoch geben, ganz gleich, ob sie sie annehmen oder eben ablehnen. Because the Lord says that if you don't give them it, their blood
will be upon your hands. Denn der Herr sagt ja, wenn du die Botschaft nicht gibst, dann wird ihr Blut an deinen Händen kleben. Right? Richtig? So we've got to get our lives in order, right? Deswegen, wir müssen unser Leben in Ordnung bringen. We've got to understand this prediction because this is what's going to give us the power to be able to give that message, Wir right? müssen also diese Vorhersage geben, denn das wird uns die Kraft geben, dann die Botschaft hier zu geben. We must receive that anointing right there in order to be able to do that work. Wir müssen hier diese Salbung erhalten, um das Werk dann hier tun zu können. Amen? Hm? Let's close. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, we thank you for this new morning you have given us. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen neuen Morgen, den du uns gegeben hast. We thank you for this morning worship and we ask that you bless from this day. Danke für diese Morgenandacht und bitten dich, dass du über den Tag hinweg mit uns bist. Please help us to put away everything which shows us from you. Kannst du nochmal sagen? Help us to put away everything which keeps us from you. Und hilf uns, all das hinweg zu tun, was uns von dir fernhält. And please help us to come closer to you and please give us a new heart. Und bitte hilf uns, dass wir näher zu dir kommen und dass du uns ein neues Herz geben mögest. We ask and thank you in Jesus' name. Und wir bitten und danken dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.